Herzlich willkommen zum Montagevideo des MEPA-Montagerahmen SF Mineralguss. Als erstes werden jeweils zwei Schienen miteinander verbunden. Diese werden zu einem Rechteck zusammengesetzt. Wichtig ist, dass Sie die grauen Schrauben fest anziehen. Im Anschluss wird der Rahmen auf die Duschwanne gelegt und die zwei sich schräg gegenüberliegenden, gelb markierten Schrauben gelöst. Dadurch kann der Rahmen in einer Richtung in der Größe angepasst werden. Ziehen Sie die beiden Schrauben anschließend wieder fest. Wiederholen Sie dies mit den beiden gelb markierten Schrauben in den anderen Ecken. Der Versatz des Rahmens zur Außenkante der Duschwanne sollte maximal 3 cm betragen. Im nächsten Schritt werden die Klickfüße grob an die gewünschte Höhe angepasst. Wählen Sie hierzu die passenden Adapterhülsen aus. Die Feineinstellung erfolgt später über die Gewindestange. Positionieren Sie die ersten 4 Klickfüße jeweils neben den gelb markierten Schrauben. Die Füße lassen sich durch eine einfache 90-Grad-Drehung in die Schiene einsetzen. Montieren Sie zusätzlich pro Seite 2 weitere Klickfüße. Diese sollten in der Höhe ca. 10 mm niedriger eingestellt sein als die zuvor montierten Füße. Dies erleichtert später das Ausrichten der Wanne. Jetzt werden die 2 Wandwinkel in das Profil eingesetzt. Jeweils einer an einer der späteren Wandkontaktseiten. Im Anschluss wird der EasyLift montiert. Auch dieser wird in der Höhe ca. 10 mm niedriger eingestellt. Ziehen Sie die grüne Schutzfolie ab und positionieren Sie den EasyLift mittig unter der Duschwanne. Damit der EasyLift später zum Boden ausgefahren werden kann, wird die rote Kordel abgerollt und durch die Ablauföffnung gelegt. Zur Fixierung der Kordel auf der Wannenoberseite können Sie das beiliegende Klebepad nutzen. Als nächstes werden die überstehenden Profile des Rahmens gekürzt. Dies kann ohne Demontage erfolgen. Um die Duschwanne einfach über den Rahmen zu schieben, wird das Gleitband MEPA EasyMove montiert. Dies bündig entlang der späteren Schieberichtung auf das Profil kleben und fest andrücken. An der späteren Stirnseite zur Wand werden kurze Stücke des Bandes aufgebracht. Diese sollten etwas über das Profil nach innen ragen. Beachten Sie, dass das Gleitband immer in Schieberichtung montiert werden muss. Positionieren Sie jetzt den Montagerahmen. Durch Drehen der Füße wird die finale Höhe eingestellt und der Rahmen in Waage gebracht. Hierzu zunächst nur die 4 Füße neben den gelb markierten Schrauben ausrichten. Wichtig, im Anschluss die Konterschrauben festziehen. Die 4 soeben eingestellten Füße neben den gelb markierten Schrauben werden jetzt mit Bodenlaschen fixiert. Danach werden alle restlichen Füße zum Boden heruntergedreht und ebenfalls gekontert. Die Wandwinkel können nun gelöst und zur Wand ausgefahren werden. Erst ab einer Einbauhöhe von 160 mm müssen die Wandwinkel mit der Wand verschraubt werden. Setzen Sie jetzt die Duschwanne auf den Montagerahmen und füllen Sie die rote ADS-Kappe des EasyLifts von innen mit PU-Kleber. Dieser wird anschließend auch von außen auf die Kappe aufgebracht. Des Weiteren den PU-Kleber
auf dem nicht mit Gleitband beklebten Profil sowie auf der Unterseite der Duschwanne auftragen. Die Duschwanne jetzt über den Rahmen in die endgültige Position schieben und vorsichtig absenken. Abschließend wird der EasyLift ausgefahren. Ziehen Sie hierzu an der roten Kordel, bis Sie einen Widerstand spüren. Dann ist der EasyLift am Boden angekommen.